Die Dienstag morgen sonny viel durch die hohen Fenster des Museums, blass und wasserig, so wie das Licht im Spatherbst fällt, wenn nichts auf der Welt sich warm anfühlt. Draußen auf dem Rasen standen zwei Männer, Anfang 30, der Altier in einem marineblauen Poloshirt mit einem Messingnamensschild, auf dem Stand, der Junge in einer Kakewest mit dem Museumslogo, neben einem zerschlissenen Sherman Panzer und sprachen mit einer kleinen Gruppe von Besuchern, die gerade in einem kleinen Bus von der Autobahn hereingerollt waren. Übungspanzer, sagte Nikolaus und schlug mit der flachen Hand gegen den kalten Stahl des Spansens, wie ein Mann, der einem Pferd auf die Flank klopft. Hat nie gekämpft. Word 1943 in Fort Knox zur Ausbildung von Schützen verwendet. Nach dem Krieg eingemottet. 1978 an uns gespendet. Die Unterlagen sind eindeutig. Eine Frau in der Gruppe fragte etwas, und Nikolaus lächelt das eingeübte Lächeln eines Museumsführers, der dieselbe Frage schon 200 Mal beantwortet hat. Nein, gnädige Frau, das Horn was ständig. Die Leute sehen die Flickstellen und denken, es sei ein Kriegsveteran, aber jeder einzelne Sherman hat angeschweißt Flicken. Das sind lediglich Zugangslacker, die bei Überholungen geschnitten wurden. Das bedeutet gar nichts. Niemand bemerkt den alten Mann auf der Bank am Parkplatz. War 79 Jahre alt, trug ein ausgeblichen olivgrün Feldjack, die ihm so weit an den Schultern hing, hielt einen Ahornholzstock zwischen den Knien und einen Pappbecher mit schlechtem Museumskaffee, der Cold Word, in der Hand. Hat Jeds Wort gehört. Ruht sich nicht. Sprach nicht. Stellte seinen Becher langsam auf die Bank neben sich, schloss für einen langen Moment die Augen und atmet durch die Nase aus so, wie alte Soldaten atmen, wenn sie entscheiden, ob sie etwas sagen oder es auf sich beruhen lassen sollen. Wenn du jemanden, den du liebst, falsch betalt gesehen hast, schreibe Respekt in die Kommentar, bevor dies Geschichte weitergeht, denn dieser alte Mann stand im Begriff, zwei Museumsfreiwilligen, eine Kuratorin und 47 Dienstagsbesuchern eine Lektion über Genodiocese zu erteilen. Sein Name war, und hat an diesem Morgen nicht vorgehabt, etwas zu sagen. War nur ins Museum gekommen, weil seine Frau, mit der 51 Jahre verheiratet gewesen war, im Mars gestorben war und der Dienstag war ihr Tag gewesen, der Einkauf, das Gasthaus in der Bundesstraße mit Kuchen, und manchmal, wenn das Wetter schlecht war, dieses klein Regional Militärmuseum am Rand eines alten Messegerlands. Walter war ein stiller Mann. War 34 Jahre lang Handwerkslehrer an einer Berufsschule gewesen. Seine Schüler erinnerten ihn als geduldig, zurückhaltend und zu langen Schweigepausen neischend, wenn nachdacht. Sie wussten nicht, dass Panzersoldat in der deutschen Wehrmacht gewesen war. Sie wussten nicht, dass sich 1943 mit 18 Jahren freiwillig gemeldet hat, in Plossberg ausgebildet worden war, mit dem 712. Panzerbataillon in den Einsatz gegangen war und halb Europa in einem stählernen Sarg durchquert hat, der im Sommer wie ein Ofen heißte und ihm im Winter die Hand im Funkgerät festfrieren ließ. Hat nie davon gesprochen, nicht seinen Schulen, nicht seinen Kindern. Einmal, gegenüber, in der Nacht ihres 20. Hochzeitsstages, als ihn samt gefragt hat, warum nie Kurs Amel trug, nicht einmal im Juli. Hat die Brandnarben gesät, die sich von seinem rechten Handgelenk bis zur Schulterzogen, und in 3 Kursen Satzen erzählt, was am Morgen des 23. Dezember 1944 geschehen war. Dann hat nie mehr davon gesprochen. War an jenem Tag nicht ins Museum gekommen, seinen Panzer zu suchen. War wegen der still gekommen. Doch in dem Moment, in dem aus seinem alten Opel gehumpelt war und dort auf den Betensockeln hat stehen sehen Fabia blattend,
Lawfrollen Felland, das Geschutzvollig verrostet, hat sein Hers in seiner Brust angehalten. So nur anhalt, wenn Haupt wiederbricht. Hat sofort erkannt. Hat nicht sagen können, wie. Die Rumpfnummer war übermalt. Die Stoßfängercodes waren verschwunden. Die Seriennummenschilder fehlten oder waren glatt geschliffen. Aber ein Mann kennt das in seines eigenen Hauses im Dunkeln. Und Walter Kaufmann hat 173 Tage in diesem Panzer gelebt. Hat sich zum Schlafen und sein Getrieb gelernt. Hat auf seinen Bodenplatten geblutet. Hat die Leiche seines Bugschutzen einen Jungen aus Namens, der Gerade 19 geworden war durch die hinter Notluk in den Schnee außerhalb eines Ortsnamens Lutrabegezogen. War morgen des 23. Dezember 1944 von ihm fortgegangen, fest übersüht, nie wieder zu sehen. Und nun, 56 Jahre später, stand hier auf einem Rasen in einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz, waren zwei Männer in Poloshirts Touristen ersalten, haben gekämpft. War Tiet, bis Nikolaus und der junge Freiwillig die Gruppe AUSDM, Kleinbus, INS in ihr zum Museumsshop geführt hatten. Dann stand auf, stutzte sich auf seinen Stock und ging langsam über den Kais auf zu. So nicht auf das Hinweisschild. So nicht auf das Versteht-Geschütz. Ging direkt so, wie ein Mann auf ein Grab zugeht, das 100-mal im Traum besucht hat zum rechten Sponsen, direkt hinter der Bugschutzenluke, auf Hafto. Legte die Handflash auf den Stuhl. Das Metal war so kalt, dass es brannte. Ließ es brennen. Dann ließ Walter Kaufmann, MIT der langsamen, schmerzhaften Mühe eines Körpers, der sich nicht mehr so bog wie MIT 20, eine neben dem Panzer auf den Boden sinken, und steht MIT den Fingern den unregelmäßigen, etwa 15 cm großen Flicken aus dunklerem Stahl, der in einer Feldwerkstatt in Bastogne Ende Januar 1945 von einem Instandsetzungscentrofisier namens in die Panzerung eingeschweißt wurden, war der seitdem in einem Pflegeheim in gestorben war. Walter fuhr MIT dem Dormen über die Schweißraub. Die Raupe war schlecht. Holweg hat immer schlecht Schweißnaht gemacht. Sie hatten früher darüber geschert. Die Raupe war unverwechselbar. Walters Hand begann zu zittern. Blieb lange auf seinem Knie. Weinte lautlos, so wie alte Männer weinen, wenn ihnen niemand mehr geblieben ist, sie weinen konnten. Als sich schließlich mithilfe des Stocks und der Panzerzeit aufrichtet, wischte sich das Gesicht MIT dem Amel der Feldjack und humpelte MIT fest zusammengebissenen Zahnen zurück zu den Museumschuhen auf eine Art, die keine seiner Stühle und nur wenig seiner Kinder je in ihm gesehen hatten. Die Kuratoren hieß. War 41, sie 2 Jahren in dieser Stelle, hat einen Doktortitel in öffentlicher Geschichte von der Universität Bonn und die Gewohnheit, Mittagessen am Schreibtisch sich zu nehmen, weiterarbeiten zu können. Blickte auf, als Walter ließ in ihr affin Bürotür klopfte, und wartet ein Frage nach der Toilette oder dem Preis ein Souvenir offenes. Was stattdessen so, war ein alter Mann MIT Geratiten Organ und eine Hand, die nicht aufhört zu sitzen, der sehr hoffentlich, sehr liesbat, ihm bitte die ursprünglichen Spendenunterlagen für den Sherman auf dem Vorplatz zu bringen. Mein Herr, begann sanft, die Freiwilligen können die meisten Fragen über. Nein, mein Dame. Sein Stimme war leis, aber ließ verstummen. Das können nicht. Ihr Freiwilligen haben diese Familie draußen erzählt, mein Panzer habe nie gekämpft. Würd gern die Unterlagen sehen, bitte. Und dann würd wenn einen Moment Zeit haben, gern erzählen, wo mein Panzer am Morgen des 23. Dezember 1944 tatsächlich war, was getroffen hat,
und warum diese Flicken unter dem Funkegestell der einzig Grund ist, des ich heute Morgen hier stehe und nicht in einem Feld außerhalb von Lutherby begraben liege, zusammen mit dem Rest meiner Besatzung. Dr. Faber schwieg mehrere Sekunden lang. Dann, ohne den alten Mann aus den Augen zu lassen, griff sie nach ihren Schlüsseln, gingen ihm vorbei ins Archivzimmer und kam mit einer dünnen Manila-Map zurück, auf der Stand. Sherman M4A3 Spende 1978 Herkunft, Fort Knox, Ausbildung. SIE auf nicht SIE auf dem Schreibtisch zwischen ihnen. Die Unterlagen umfassen genau vier Seiten. SIE listeten den Panzer als Ausbildungsfahrzeug von Fort Knox auf, 1946 eingemottet, 1958 in ein Nationalgarde-Kaserne in überstellt und 1978 von einem Privatsammler an das Museum gespendet, der ihn bei einer Überschussauction erworben hat. Es gab keinen Kampfbericht. Es gab keine Beteiligungsbezeichnung. Es gab kein Besatzungsverzeichnis. Walter betrachtet die vier Seiten länger. Dann griff in die Innentasche seiner Feldjacke und holte ein kleines, weiches Lederportemonnaie heraus, das Leder, an den Ecken vom Jazinterlangen tragen blank gerieben. Ausdem Portemonnaie nahm ein gefoltertes Stück Papier, brüchigen den Falskanten, und legte es auf die Spendenformular. Es war ein handgezeichnet Bleistiftskizze eins Sherman M4A3 Rumps mit einem kleinen X im rechten Sponsen unter dem Sitz des Bugschutzen, und darunter, in der sorgfältig kantigen Handschrift eins Instandsetzungsunteroffiziers, die Wort. Geflickt 27. January 1945, Holweg, 712. PZ, BTL, Syriana. 30119547. Darunter, in einer anderen Handschrift Walters eigener, das Datum 23. Des 44 und drei Namen, Maslowski, Petrowski, Di Carlo. Der erste Name war durchgestrichen. Die anderen beiden nicht. Dr. Faber betrachtet die Skizze. SIE betrachtet die Spendenunterlagen. SIE betrachtet den alten Mann. Dann griff SIE, die Handen, die beinahe so sehr zitterten wie sein, zum Telefon auf ihrem Schreibtisch und bat die Rezeption, Nikolaus und den anderen Freiwilligen sofort in ihr Büro zu kommen und bitte die Kleingruppe der Dienstagbesitzer mitzubringen. Was als nächstes geschah nicht schnell. Walter Kaufmann war kein Mann, der sich spielte, und kein Mann, der sich in Szene setzte. Als Nikolaus in das Büro der Kuratoren trat und den alten Veteran im Besatzungssessel sah ein handgezeichnet Skizze auf dem Tisch, durchlief sein Gesicht ein Folge von Ausdrucken. Erst Verwirrung, dann ein kurzes Auflachen von Verärgerung, dann etwas anders, langsames und unbehaglich. Also bemerkt, dass die Kuratorin standstatt saß und ihr Hand so gefoltert hielt, wie jemand die Hand foltert, wenn sich auf ein Entschuldigung vorbereitet. Walter hob die Stimme nicht. So Nikolaus zunächst nicht einmal an. Fragte nur, in demselben ruhigen Ton, den 34 Jahre lang mit seinen Berufsschulen verwendet hat, ob das Museum einen größeren Raum habe, den sie nutzen konnten, den dacht, die Besitzer draußen mochten das vielleicht auch hören. Als Dr. Faber sie in den kleinen Lesesaal im hinteren Teil des Museums führte Nikolaus, den jüngeren Freiwilligen, die Familie ausdem Kleinbus, zwei Rentner, die vom Parkplatz hereingeschlendert waren, ein Schulbibliothekarin und einen dienstfreien Polizisten namens, der für einen Kaffee heranschaut hat, saßen wir Menschen auf den Stühlen und weitere standen entlang der Rückwand. Walter saß im Kopf des Raums, den Stockkuhr über den Knien und die Skizze auf dem Tisch vor ihm, und begann zu sprechen. Erzählt ihnen vom Morgen des 23. Dezember 1944, als der Nebel endlich über den Ardennen aufgerissen war und die Flieger wieder abheben konnten, und das Kampfkommando wieder vor Panzerdivision von AUS nordwärts in Richtung Bastogne vorgestoßen war. Erzählt ihnen von dem Bugschutzen,
19 Jahre alt, aus einem Mietshaus in der ein Foto seiner Schwester, innen in seinen Helm geklebt, basic getragen hat. Zahlt innen von Unteroffizier, dem Schützen, und Gefreitem, dem Leder, und Lieutenant dem Kommandanten, der 23 Jahre alt gewesen war. Zahlt innen von sich selbst 20 Jahre alt, der Fahrer, mit verinen Fingern die Lenkhebel, und einem Becher kalten Kaffees zwischen den Knien. Zahlt innen vom Dorf Lutherby und den deutschen Volksgrenadieren, die in den Fenstern des zweiten Stockwerks, ein steinernen Bauernhauses versteckt lagen, und vom Weichen womp zwischen eins Panzerforstosses, aus 20 Metern Entfernung. Zahlt innen, wie die Hollading den rechten Sponsen genor auf Hohe von Eduard Myslowskis Brust Dirtschlag, wie der Glutstrahl Eduard Sofort totit, und wie der Spol die Wolk Weisgluende Stahlsplitter, die von der Nensate der Panzerung abplatzten den Kampfraum wie einen Schwarm wütender Hornissen fullte. Zahlt innen, wie die Carlo ehn, durch die Verluknak draußen gesogen hat, waren sein Rechter Armel Branti. Zahlt innen, wie Brennick zu Rückgegangen war, Eduard zu holen und nicht mehr herauskommen war. Zahlt innen, wie Petrowski 3 Tage später in einem Feldlazarett in Wunden gestorben war, von denen Walter nicht einmal gewusst hat, dass sie erlitten hat, weil Petrowski kein Wort darüber gesagt hat, woran der Walter in den Krankenwagen half. Zahlt innen, des Unteroffizier Holwegs Instandsetzungsstrupp den Panzer, ein Watch später geborgen, das Loch in einer zugefahrenen Feldwerkstatt in Bastogne mit einem Stück Schrottpanzerung geflickt hat, das sie von einem bei abgeschleppten Rack geschnitten hatten, und ehn 27. Januar 1945 mit einer neuen Besatzung, die Walter nie kennengelernt hat, wieder in Dienst gestellt hat. Zahlt innen, dass via Monat in einem Lazarett in verbracht hat und so, wie jung Männer das nehmen gedacht hat, der Panzer sei nach dem Krieg verschrottet worden. Unter zahlt innen, jetzt zum 10. Mal Nikolaus anblickend, dass in diesem Morgen auf den Rasen getreten war und einen jungen Mann gehört hat, der gegen sein Seat schlag und einen Übungspanzer nannte, und dass etwas in ihm, das 56 Jahre lang still gewesen war, aufgestanden war und gesagt hat, nein. Nikolaus sprach nicht. Der Junge freiwillig weinte ließ in seinen Armel. Polizist Remmler hat sein Skirmutz abgenommen und hielt sie gegen sein Brust gedrückt, so wie Männer früher den Hut warend der Nationalhymne hielten. Dr. Faber hat ihr Handy herausgeholt und nahm sehr Lies auf. Als Walter geendet hat, schwieg der Raum für ein Zeit, die sich sehr lang anfühlt. Dann stand Polizist Remmler auf, ging durch den Lehrsaal und streckte die Hand aus mein Herr, sagte mein Vater war bei der vor. Panzerdivision, Kampfkommando A. Ist nahe heimgekommen. Ich bin seit 16 Jahren Polizist in diesem Landkreis und verdreimal pro Watch in diesem Panzer auf diesem Rasen vorbei und habe nahe einmal angehalten, EHN anzusehen. Es tat mir leid. Walter nahm sein Hand. Sagte nichts. Musst nichts sagen. Innerhalb einer Stunde hat Dr. Faber Fotos des Skizzy, der Seriennummer und des geschweißten Flickens per E-Mail an einen Kontaktbeam his Geschichtlichen Institut geschickt. Binnen 3 Stunden hat sie einen Rückruf von einem pensionierten Arbeitsnehmens dem Neffen von Lieutenant, einem Mann, der 20 Jahre damit verbracht hat, den Panzer zu finden, in dem sein Onkel gestorben war. August Brennick saß am Mittwochmorgen im Zug. Kam am Donnerstagmittag im Museum in Paradeuniform, mit einer Map mit Einheitsunterlagen und einer kleinen deutschen Fahne, die 1994 beim Bastogne Gedenkgottesdienst geist worden war. Ging über den Rasen zum Panzer, blieb stehen und salutiert. Dann ging ins Museum und fand Walter Kaufmann im Lehrsaal und salutiert auch ihm. Sie saßen 3 Stunden zusammen. Niemand stört sie.
Bis Freitagabend war das Hinweisschild auf dem Rasen abgenommen worden. In der darauffolgenden Watchword ein neues gedruckt. M4A3 Sherman, 712. Panzerbataillon, Südteilt zur 4. Panzerdivision Kampf beschädigt. 23, December 1944. Luttreby, Belgian. Ardennen-Offensive. Besatzung, Brennick, Petrowski, Di Carlo, Maslowski, Kaufmann. Nikolaus fragte Dr. Faber, über das neue Schild selbst werfen darf. Bracht einen Entwurf an einem Samstagmorgen zu Walters Haus, saß Kukentisch und bat den alten Panzersoldaten, als zu berichtigen, was falsch hat. Walter verbessert ein einziges Wort. Danach saßen sie noch 2 Stunden zusammen, tranken schlechten Kaffee, Nikolaus stellte Fragen, und Walter beantwortet sie im ruhigen Ton eines Lehrers, der einem Schüler, der endlich lernen wollte, erklärt, wie ein Drehbank funktioniert. Die Freiwilligen in diesem Museum erzählen den Besuchern noch immer von dem Sherman auf dem Vorplatz. Sie nennen ihn keinen Übungspanzer mehr. Sie sagen, dass ihr Name war nach der Frau des Fahrers, und sie erzählen von dem Morgen des 23. Dezember 1944, von den Wehrmannen, die nicht heimgekehrt sind, und von dem einen, der es tat. Und auf der Bank am Parkplatz, Dienstagmorgens, findet man manchmal einen alten Mann in einer ausgeblichenen olivgrünen Feldjack, der mit einem Pappbecher kalten Kaffees in der Hand sitzt und schulkinden Zuschaut, der mit ihren Lehren am Panzer vorbeigehen und sehr vorsichtig, sehr ehrfürchtig den geschweißten Flicken unter dem Sitz des Bugschutzen berühren. Manche Panzer sind Übungsfahrzeuge. Die sind Grabstein mit Motoren, die ihre Besatzung zufällig lebend nach Haus gebracht haben. Und jeder einzelne von ihnen, jeder Sherman, jeder Panther, jeder Tiger, jeder Leopard, und jeder Panzermann, der je in einen von ihnen hineingekrochen ist, verdientes, zweimal angesehen zu werden, bevor man ihn abtat. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, wenn du glaubst, dass die Stillen im hinteren Teil des Raums meistens die Genigen sind, die am meisten davor bezahlt haben, dass es diesen Raum gibt abonniert diesen Kanal, den wir erzählen die Geschichten, die das Schriftwerk niemals erzählt hat. Schreib in die Kommentar für Walter Kaufmann, für Eduard Maslowski, für Holger Brennick, für Petrowski und Di Carlo, und für jeden alten Mann auf jeder Bank in jeder kleinen Stadt, der seinen Panzer noch immer still nach Haus tragt.